So, ja, ich grüße euch jetzt im neuen Jahr und ich habe gedacht, was kann ich euch mitgeben? Wie kann man runterkommen von der Trägheit und Schlacken und wie kann ich gut durchstarten hier im neuen Jahr? Und ich habe einen kleinen Vorschlag für euch, 3 Maßnahmen, um die Autophagie anzukurbeln. Das ist die Straßenreinigung der Zellen, was vorwiegend nachts stattfindet, wie man den Blutdruck optimieren kann, senken kann. So viele Patienten haben hohen Blutdruck. Wie kann ich meinen Schlaf verbessern, besser ausgeruht morgens aufstehen? Wie kann ich mein Immunsystem stärken? Wie kann ich den Blutzucker auch stabilisieren, auch um einen guten, niedrigen, fasten Blutzucker zu erreichen? Und vor allem, wie kann ich mein Mikrobiom beleben? Wir wissen, dass wenn unsere Darmbakterien glücklich sind und leistungsfähig sind, dann geht es uns auch gut. Also, und das schaffen wir mit 3 Maßnahmen. Und zwar, das sieht so aus, wir lassen anstelle des Abendessens, nehmen wir 2 Säfte zu uns und eine Suppe, eine Miso-Suppe, ein Selleriesaft und ein Sprossenfermentsaft. Und das ergibt circa, irgendwo zwischen 250 und 300, also um die 300 Kalorien. Aber es geht weniger um die Kalorien, es geht mehr um die Nährstoffe. Also wir haben Probiotika in diesem Sprossenfermentsaft und auch natürlich Pflanzenstoffen. Sellerie gibt auch Pflanzenstoffe weiter an die Darmbakterien. Und das Sellerie beruhigt auch das Nervensystem. Und Miso ist eine traditionelle japanische Fermentsuppe. Das ist die Paste jetzt. Wir werden das auch gleich mit heißem Wasser mixen. Und Miso ist in der Lage, den Schlaf zu verbessern, den Blutdruck zu senken. Es wirkt immunstärkend. Es hat auch eine schützende Wirkung vor Krebsentartung der Zellen und es kann auch vermehrt besseren Schlaf sorgen. Also da haben wir viele Vorteile hier gebündelt. Ich habe es ausprobiert gestern Abend und ich habe wirklich sehr gut geschlafen, also viel tiefer, länger. Durch Blutzuckerstabilisierung, ich musste nicht so aufstehen wie gewohnt nachts. Also viele Vorteile. Und ich möchte euch eine kurze Demo geben, damit Sie sehen, wie viel Aufwand es ist. Ich habe hier Sellerie-Stauden oder Stangen klein geschnitten und tue das hier in diesem automatischen Entsafter. Und ich kann das hier ansetzen. Dann habe ich mein Miso-Paste. Das sind Erbsen. Es ist ein Erbsen-Miso und hat 2 Jahre fermentiert. Also das ist ich glaube, das Geheimmittel der Japaner, warum sie so fit sind, die leben länger, die haben weniger Krebserkrankungen, viel weniger Probleme als Europäer oder als Amerikaner. Hier gebe ich mein heißes Wasser, also nicht kochen, sondern einfach heißes oder warmes Wasser. Aber wir möchten diese Rohkostqualität, diese Fermentation nicht kaputt machen mit kochendem Wasser. Dann habe ich diesen Mixstab.
Ja, und diese Miso-Suppe, das trinken oder verzehren die Japaner schon zum Frühstück. Also das ist wirklich, gibt Kraft, gibt Stärke, macht warm. Und dann natürlich mein Fermentsaft, da schwimmen noch die Sprossen, also die Sprossenfermentsäfte, aber die meisten kennen das von mir. Und wenn ich keinen Sprossenfermentsaft zu Hause habe, dann würde ich empfehlen, keine Brottrunk. Das können Sie in Bioläden bei Drogerieketten wie DM oder vielleicht Rossmann kaufen. Und das ist auch zwar nicht so effektiv wie diese Sprossenfermentsaft, aber auch vorteilhaft. Ja, und da hätte ich meinen Saft, das ist ca. 400 Milliliter, das ist vielleicht halben Liter. Und dann den Selleriesaft, ja, ca. 400 Milliliter. Und wenn ich alle drei zusammen trinke, dann das gibt mir wirklich Bärenkraft. Und vor allem, es gibt eine Sättigung. Und Sie müssen jetzt nicht Käse und Nudeln mit Bolognese und Brot und Sie triggern Ihr Blutzucker nicht. Das Problem ist abends, dass der Blutzucker leicht getriggert wird, dann haben Sie Blutzuckerspitzen und dann kommt Insulin ins Spiel, weil Sie brauchen viel mehr Insulin, um eine Menge Zucker oder Kohlenhydrate abzusenken. Und was macht es mit uns? Viel Insulin bedeutet, wird viel Fett eingesetzt. Wir denken vor allem Bauchfett, viszerales Fett, dieses gefährliche Fett, was auch quasi das Entzündungsniveau anheben kann. Deswegen wir wollen das Insulin klein halten. Deswegen, wir wollen möglichst keine Kohlenhydrate, also vor allem die schnellen Kohlenhydrate, weißen Reis, Weißmehl, auch Pizza, Pasta, Nudeln, Döner, Hamburger. Das sind alles so Dinge, auch Fleisch, gegrilltes Fleisch, Würstchen. Das kann alles Insulin triggern und dann haben wir das Thema mit dem Fett und dann hohe Insulinresistenz. Das heißt, die Rezeptoren für Insulin sind wie blockiert und Sie kriegen dann Zucker nicht in die Zellen, wo es hineingehört, sondern der Blutzucker steigt. Und dann hat man das Thema mit Prädiabetes. Und also ich schätze 90% meiner Patienten ab 50, schon ab 40 leiden unter Insulinresistenz nicht. Das ist ja, und das wäre ich habe es einfach ausprobiert. Ich dachte, eine milde Entschlackung, weil viele tun sich schwer mit Fasten, die müssen arbeiten und haben ein bisschen Stress um die Ohren und kommen nach Hause und sind gestresst und hungrig. Und bevor sie dann ein Pizza in ihren Mikrowellenofen stecken, probieren Sie das einfach, was das macht. Und Sie können auch größere Mengen trinken. Meinetwegen können Sie 2 Liter trinken, aber diese Flüssigkeit, diese geniale Mischung aus einem Sprossenfermentsaft, eine warme Miso-Suppe und dann diese erfrischende Selleriewirkung. Und viele kennen Anthony Williams, dieser Amerikaner, der meinte, das ist ein Allheilmittel, alle sollen Selleriesaft. Da bin ich ein klein bisschen skeptisch. Es gibt auch andere Säfte, die ihr vielleicht nicht kennt. Also Säfte, die man auch zum Beispiel mit Giersch machen kann. Die sind natürlich, ich denke, noch heilkräftiger. Aber Sellerie im Winter ist, glaube ich, eine gute Sache. Und zusammen, das ist wirklich eine coole Sache, weil es die Kanäle öffnet. Sie verkleben nicht ihre Kanäle mit Fertigessen, mit Fast Food, sondern sie öffnen, im Ayurveda sagt man die Nadis. Und das sind diese feine
Kanäle, die wichtig sind, damit wir gute Wahrnehmung haben, gut gelaunt sind, gut verdauen können, gut wichtig für das Immunsystem und ja. Was hat mich eigentlich diese Idee, weniger zu essen abends, finde ich besser als auf Frühstück zu verzichten. Also jahrelang habe ich immer auf Frühstück verzichtet, dann später gegessen. Aber dann habe ich dann solche Portionen abends dann verzehrt und dann konnte ich nicht so gut schlafen und das finde ich nicht so gut. Ich finde das besser, wenn man morgens isst, meinetwegen Mittag was isst oder was ich mache, ich esse zwischen so um die 9 Uhr Frühstück, ein bisschen mehr, um mich satt zu machen. Da kann ich auch in YouTube machen, was mich viele Stunden sättigt, weil ich habe Patienten, ich bin richtig durchgetaktet, ich habe keine Zeit, wirklich eine Pause, mich zu stärken. Ich arbeite durch bis eigentlich 5 oder 6 Uhr abends. Und ja, was mich ich kann von euch berichten über diese Schauspieler. Das war eine holländische Schauspieler, er hat in Starnberg gelebt und er ist 108 Jahre alt und er ist aktiv bis kurz vor seinem Abschied war er aktiv als Schauspieler. Und die haben ihn gefragt, ja, was ist sein Geheimnis? Und er hat gesagt, sehr oft hat er verzichtet auf sein Abendessen, weil er konnte besser auf der Bühne auftreten, vor allem abends. Sein Kopf war einfach klar und er konnte bessere Leistung bringen. Und dann hat er einfach gelernt, auf Abendessen zu verzichten. Und er hatte auch eine sehr positive Lebenseinstellung. Es hat mental sehr stark, das hat auch sicherlich auch eine Rolle gespielt. Aber es gab auch eine der amerikanischen Gründungsväter, 1776, gesagt, oder ich glaube, die wurde auch gefragt, was ist sein Geheimnis? Er war immer fit und gut drauf und er hat gesagt, ich verzichte auf Abendessen, das hält mich jung. Und ja, es hat einen verjüngenden Effekt einfach, wenn der Körper leicht in den Schlaf kommen kann, tiefer schlafen kann. Wenn diese Verdauungsaktivitäten runtergefahren werden abends, damit die Verdauungsorgane ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und das Entzündungsniveau absinken kann. Natürlich auch diese Autophagie kann besser arbeiten, wenn man nicht voll gefressen ist. Und deswegen diese Säfte sind da sehr vorteilhaft. Und ja, ich für mich 3-4 Mal in der Woche, selbst wenn Sie nur einmal in der Woche machen, würden Sie einen Vorteil haben. Wenn Sie nur am Wochenende einmal, 2-mal, 3-mal. Aber ich denke, Sie werden damit, ich bin natürlich sehr interessiert, was Sie für Erfahrungen machen, weil ich lerne auch von euch. Aber ich denke, das ist eine sehr milde Maßnahme, was man tun kann jetzt im Januar, Februar, Fastenzeit. Und ich denke, für viele von euch die bessere Alternative als frisst die Hälfte oder Wasserfasten oder irgendwas Knallhartes zu machen, was eher nicht so gut funktionieren wird. Ich denke, das ist wirklich eine bessere Maßnahme. Ja, also ich freue mich, wie gesagt, auf Feedback und ja, was man auch machen kann, bevor ich vergesse, ich habe so viele Patienten, die klagen über Schlafprobleme etc. Ich komme nicht runter, ich habe diese Gedankenkarussell, ich kann diese Gedanken nicht abstellen, was tue ich? Also da habe ich meine Maßnahmen oder Empfehlung ist Vitamin B1 in Form von Benfotiamin.
80 Milligramm, damit eine Kapsel, da kann man beginnen und vielleicht mit 400 Milligramm Magnesium, 400. Und das kann helfen. Manchmal braucht man 2 Kapseln und bei Diabetikern, altes Diabetes, vielleicht sogar 2x2 Kapseln am Tag. Also wenn Sie zum Beispiel nachmittags so ein Energieloch haben, wo Sie nach Kaffee greifen und 1-2 Tassen Kaffee, damit Sie weiter arbeiten können, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihnen Vitamin B1 fehlt. Und wenn Vitamin B1 fehlt, hat man auch kalte Stimmung. Und deswegen bei jedem Glas Wein oder Sekt sollte man immer eine Kapsel Benfotiamin nehmen, um eben diese kalte Stimmung am nächsten Tag zu verhindern. Nee, aber das kann wirklich helfen bei dieser Gedankenkarussell. Das ist ein Energiemangel in den Gehirnzellen. Wenn Vitamin B1 fehlt, weil Vitamin B1 ist bei ca. 8 oder 10 Enzymen, die Energie produzieren aus unserer Nahrung. Praktisch unsere Nahrung wird in Energie in Form von ATP umgewandelt und diesen Prozess kann nur laufen, wenn genug Vitamin B1 vorhanden ist. Und wenn es fehlt, dann haben wir diese Gedanken, die wir nicht abstellen können. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden und ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und bis bald.